In den vorangegangenen Modulen haben wir Interessenten generiert und die mit einer guten Umwandlungsrate zu Kunden gemacht. Das erste Ergebnis des Action Coach Business Chassis haben wir also geschafft. Nun müssen wir unsere Kunden regelmäßig bespielen und sie motivieren, mehr als nur einmal bei uns zu kaufen. Viele Unternehmer beenden ihre Bemühungen, wenn ein Interessent zum Kunden geworden ist und einmal gekauft hat. Aber sind wir ehrlich? Damit verschenkt man Umsatzpotenzial. Es ist doch einfacher und schneller, einen bestehenden Kunden zum zweiten oder dritten Kauf zu überzeugen, als einen nagelneuen Kunden zu finden. Die Statistiken sprechen schließlich dafür. Es kostet 6 bis 7 Mal so viel, einen neuen Kunden zu akquirieren, als etwas an einen bereits bestehenden Kunden zu verkaufen. Das ist wirklich so. Das liegt an der Beziehung und an der Erfahrung. Ergo, du musst mit deinen Kunden in Kontakt bleiben und dein Kunde muss zufrieden sein mit deiner Leistung. Also biete ihm wieder was Neues an oder lass ihn nachkaufen. Dein Kunde ist deine Goldmine und je besser du ihn kennst, desto wertvoller wird er für dich. Der Marketingaufwand, bestehende Kunden zu einem weiteren Kauf zu überzeugen, ist nun geringer. Aber auch hier musst du dir klar sein, dein Marketing für Interessenten ist anders als dein Marketing für bestehende Kunden. Fangen wir an. Du hast eine Liste mit bestehenden Kunden und mit alten Kunden, die lange bei dir nicht mehr gekauft haben. Wenn du diese Liste nicht hast, dann stoppe dieses Video jetzt und schau erstmal auf deinem Laptop oder deinem Computer nach. Aber wenn du einmal dabei bist, dann schau auch nach, wie oft ein Kunde bisher bei dir gekauft hat. Wie viele Transaktionen oder Aufträge hattest du im letzten Jahr oder im letzten Monat pro Kunde? Wir wollen ja schließlich wissen, von wo aus wir starten. Falls du dir mit der Berechnung unsicher bist, dann gehst du jetzt wie folgt vor. Wenn du viele Kunden hast, nimm die letzten 50 oder nur die, der Name mit M oder S oder B anfängt. Schau nach, wie oft diese Kunden in den letzten 12 Monaten gekauft haben. Diese Summe der Anzahl Transaktionen bzw. Käufe teilst du dann durch die Anzahl dieser Kunden. Bei mir lag dieser Wert letztes Jahr bei 3,8 Transaktionen pro Kunde. Bei dir? Wenn du kein Kundenkonto hast, aber für jede Dienstleistung eine Rechnung schreibst, dann nimmst du die Anzahl der Rechnungen aus dem letzten Jahr, also kannst du wahrscheinlich einfach anhand der Rechnungsnummern errechnen und teilst sie durch die Anzahl der Kunden, an die diese Rechnung gegangen ist. Und dann weißt du das auch. Wenn das nicht geht, dann schätzt du einfach, aber sei ehrlich zu dir. Jetzt haben wir einen Ausgangspunkt und können loslegen. Deine Anzahl Transaktionen mit deinen Kunden gezielt zu steigern. Strategien zur Steigerung der Anzahl der Geschäfte. Was würde mich als Kunde animieren, einmal mehr in der Woche zu meinem Bäcker um die Ecke zu gehen? Und wahrscheinlich eine freundliche Begrüßung, eine schnelle Bedienung und ein leckeres Teilchen, das es sonst nirgendwo gibt. Also alles in allem Service. Wie sieht dein Service eigentlich aus? Lächelst du dem Kunden entgegen und hast einen Scherz auf den Lippen oder schaust du ihn maulig an? Gibst du ihm das Gefühl, dass er etwas Besonderes ist und bei dir auch etwas Besonderes bekommt? Oder fühlt er sich in deiner Firma wohl? Schaust du dir deinen Service an und überlegst, ob du als Kunde auch gern zu dir kommen würdest? Ich kann euch da ein Beispiel nennen. Ich war letztes Jahr bei einer Kosmetikerin hier in der Gegend und in ihrem Laden sah es ziemlich unordentlich aus. Und außerdem ist sie Raucherin und mir als Nichtraucher ist das total unangenehm, wenn mir da so bei einer Gesichtsbehandlung kalter Rauch entgegenkommt. Ich sage nur Wohlfühlgefühl. Dieses Wohlfühlgefühl ist echt wichtig, wenn es um die Steigerung der Anzahl der Transaktionen geht. Beständigkeit und Zuverlässigkeit sind auch ein großer Hebel. Gehst du wieder in einen Dönerladen, wo der Döner jedes Mal anders schmeckt? Oder wo das Schaufenster mehr verspricht, als der Innenraum es hält? Da gehst du einmal hin und dann nicht wieder. Außerdem ist es extrem wichtig, regelmäßig in Kontakt zu bleiben und über dein komplettes Produktportfolio zu informieren. Also kennen deine Kunden alle deine Produkte und Services? Wenn nicht, dann solltest du das schnellstens nachholen. Social-Media-Beiträge, persönliche Mails oder Briefe oder Anrufe, je nach Branche, sind da das beste Mittel der Wahl.
tue Gutes und sprich drüber. Falls du die Möglichkeit hast, biete Wartungsverträge oder Serviceverträge an. So bleibst du automatisch in Kontakt und verdienst auch noch Geld damit. Auch wenn du die Geburtsdaten deiner Kunden kennst, dann gratuliere denen auch. Wenn du eine langfristige Kundenbeziehung hast, dann feiere den Beziehungsgeburtstag. Meine Kunden bekommen zu jedem Coaching-Jahr Geburtstag eine persönliche Karte von mir. Baut Beziehungen auf und führt dazu, dass die Anzahl der Transaktionen weiter steigt. Du kannst aber auch ein Treue- oder Prämienprogramm einführen. Eine Bonus- oder eine Stempelkarte, ein Mitglieds- oder VIP-Ausweis, ein Kundenmagazin, eine Kunden-App. Alles ist möglich, um einfach nur im Kopf des Kunden zu bleiben und die erste Wahl zu sein. Es geht darum, im Kopf zu bleiben und die bevorzugte Wahl beim Kauf zu sein. Es gibt so altmodische Dinge wie Nachkaufgarantie, die in bestimmten Branchen Sinn macht, oder eine Update- bzw. Reparaturgarantie. Du kannst bestehenden Kunden neue Produkte exklusiv als Erster anbieten oder ein Welcome-Back-Angebotspaket schnüren. Es gibt so viele Möglichkeiten, im Kopf des Kunden zu bleiben. Du musst dir nur die richtige für dich, dein Unternehmen, deine Branche raussuchen. Eine weitere gute Möglichkeit, vereinbare sofort einen neuen Termin. Also ich hatte mal einen Friseur als Kunde, bei dem haben wir das Team so geschult, dass die letzte Frage vor der Bezahlung immer war: Für wann soll ich Ihren nächsten Termin eintragen? In 4 oder in 5 Wochen? Bei unserer Analyse hatten wir nämlich errechnet, dass die Friseurkunden durchschnittlich alle 6 bis 8 Wochen zum Friseur gehen. Und auf die Frage, ob ein Kunde einen Termin in 4 oder 5 Wochen haben will, antworten die meisten dann mit in 5 oder in 6 Wochen. Also immer noch eine Woche eher, als sie das normalerweise tun würden. Hochgerechnet aufs Jahr ergab das einige Friseurbesuche mehr von bestehenden Kunden. Also versteht ihr das Konzept? Ihr verkürzt den Zeitraum bis zum nächsten Nachkauf durch geschickte Gesprächsführung. Deswegen ist dieses Verkaufsskript so eminent wichtig. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft, ihr kennt den Spruch. Beim Friseur gibt es manchmal ein Prosecco gratis und bei der Kosmetikerin eine kleine Kosmetikprobe und beim Fleischer eine Scheibe Wurst auf die Hand. Ihr könnt auch mit einer längeren Rückgabefrist agieren oder zum Beispiel Bräuninger, die machen das mit Stammkunden so, dass du Sachen bis zu 14 Tage mit nach Hause nehmen kannst und dort in Ruhe anprobierst, bevor du sie zahlen musst. Und du kannst sie dann auch direkt bei Nichtgefallen wieder zurückbringen. Glaub mir, ich habe damals ziemlich wenig zurückgebracht und war trotzdem häufiger im Laden, weil das ja so bequem war mit dem Einkaufen. Bequemlichkeit ist ein ganz großer Hebel, um mehr Geschäfte, mehr Anzahl Transaktionen zu machen. Eine weitere Idee ist der Coupon. Du kaufst etwas und bekommst einen 10% Gutschein oder einen Coupon, den du in den nächsten 2 Wochen einlösen kannst. Klar nimmst du die Ersparnis mit und kommst rechtzeitig wieder und achte aber darauf, dass dieser Coupon zeitlich befristet ist, damit der Kunde rechtzeitig zurück zu dir ins Geschäft oder in die Firma kommt. Ein weiterer wichtiger Bereich für die Steigerung der Kontakte ist natürlich der Newsletter. Nur nennt ihn bitte nicht so. Ihr könnt vom Produkt des Monats oder von Sonderangeboten sprechen, aber nicht vom Newsletter. Wie man einen guten Newsletter schreibt, könnt ihr im Download-Bereich nachlesen oder ihr besorgt euch einer der Bücher aus meiner Empfehlungsliste. Für die ganz Schnellen hilft auch ein Mail an mich und wir helfen euch weiter. Empfehlungen von Kunden oder Produktbeschreibungen solltet ihr in eure Mail unbedingt aufnehmen. Genauso wie Trends oder Innovationen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Interview eines Stammkunden, der so ist wie 80% eurer Kunden? Oder wie wäre es mit Fotos von euren Kunden, die euer Produkt benutzen? Nehmt die Idee des Newsletters auf und macht so eine Art Kundenmagazin. Lasst es eher aussehen wie ein Journal als einen Newsletter. Alles, was in Erinnerung bleibt, trägt zu mehr Transaktionen im Jahr bei. Kennt ihr einen Spruch, den jeder Händler immer im Kopf hat? Wer nicht wirbt, stirbt. Oder Handel ist Wandel. Und genau das ist auch so. Also, werbt für euch und hört damit nicht auf. Testet und messt eure Ergebnisse, justiert, verändert, entwickelt, erfindet euch neu. Eure Kunden werden es lieben. So, nehmt jetzt euer Workbook und notiert eure Gedanken zu diesem
Bereich, für euer Geschäft. Was wolltet ihr schon immer mal ausprobieren? Jetzt ist die richtige Zeit dazu. Ja, und dann geht es natürlich noch weiter zum Quiz für dieses Modul.